2018, da tötete Allah S. am Rande eines Stadtfestes in Chemnitz den 35-jährigen Daniel H. Nun wird der wegen Totschlags verurteilte Syrer vorzeitig aus der Haft entlassen. Abgeschoben werden kann er allerdings nicht, das verhindert das Gesetz. Ja, und der 30-Jährige hatte ja gemeinsam mit einem immer noch flüchtigen Komplizen Daniel H. mit einem Messer getötet. Er wurde zu 9,5 Jahren Haft verurteilt. Wegen einer günstigen Kriminalprognose wird Allah S. nun aber vorzeitig freigelassen. Ja, und wir haben uns mal umgehört auf der Straße, wie also Sie auf diesen Fall schauen und vor allem eben einerseits früher aus der Haft entlassen, den Täter, aber abschieben geht dann doch nicht. Hier ist Ihre Stimme. Würde ich ihn abschieben? Also ich persönlich ja. Ich würde ihn zurückschicken, weil wer sich in Deutschland nicht integriert hat, in Deutschland meines Erachtens nach auch keine Zukunft. Naja, also ich finde es schwierig, jetzt in so einer kurzen Zeit differenziert wiederzugeben. Also natürlich ist es nicht richtig, dass Leute Straftaten begehen, aber ich finde, es ist erstmal wichtig, Kriminalität zu bekämpfen, bevor man jetzt irgendwie sagt, man müsste die Person abschieben oder man soll die Person behalten. Sondern für mich ist es wichtiger, erstmal die Kriminalität im Lande, egal welche Herkunft die Person hat, zu bekämpfen. Das ist mir persönlich wichtiger. Ja, abschieben ist die eine Lösung. Wenn er allerdings wiederkommt und man kann ihn nicht abfangen, haben wir das gleiche Problem wieder. Das sehe ich bei allen eigentlich. Abschiebung hin und her. Aber wenn die es drauf anlegen, kommen die wieder und dann haben wir sie wieder im Land. Ja, wenn man hier Verbrechen begeht, dann sollte man hier auch nicht dauerhaft gepampert werden. Wie soll ich das finden? Also wenn der rechtmäßig im Gefängnis gesessen hat und jetzt wieder freigekommen ist nach einem Urteil, dann warum soll man ihn abschieben? Also wenn in seinem Heimatland kann er sich weiter herrschen, hat der Staat die Verpflichtung, ihn erstmal hier zu lassen. Für ihn gelten die gleichen Rechte wie für die anderen Bürger. In meinen Augen, wer Scheiße baut, wer Mist baut, wer sich vielleicht hier nicht unbedingt integrieren möchte, soll meiner Meinung nach vielleicht im Knast einfach bleiben oder halt da geschickt werden, wo er vielleicht sein Leben weiterführen kann, wie er hier dachte, er kann die führen. Verstehen Sie, was ich meine?